Künstliche Intelligenz verändert gerade alles, auch in der Finanzwelt. Ja, aber viele Unternehmen tun sich noch schwer damit. Aber wieso ist es denn so? Datenschutz, Abhängigkeit, Kontrolle von den Big Techs. Aber da setzt jetzt ein KI-Unternehmen aus Deutschland an, Aleph Alpha. Die Mitarbeitenden von Aleph Alpha wollen eine souveräne KI-Welt für Unternehmen und Behörden. Transparenz und volle Kontrolle über die Daten. Persönlicher Antrieb inklusive. Wie soll das funktionieren? In der Cloud oder vielleicht mit so einer Box? Und wie das funktioniert, erklärt mir jetzt das Team Peter, Ben, Markus. Peter, du bist ja mehr so der Finance-Typ. Wieso arbeitest du jetzt bei einem KI-Startup? Weißt du, Jürgen, ich bin ja auch Kind der 90er, genau wie du. Und ich habe gesehen, wie das Internet erfunden wurde und die Welt verändert hat. Und ich glaube, KI wird noch größere Veränderungen für uns bedeuten. Das gesamte Wirtschaftsprodukt der Welt wird um 4 Billionen Euro steigen durch KI. Und da möchte ich unbedingt, dass Europa, Deutschland und vor allen Dingen unsere Kinder auch was davon haben und da auch mitgewinnen. Meine Tochter und meine Kinder sind die größte Motivation für mich, ja, und malen mir solche schönen Bilder. Und das motiviert mich tatsächlich auch mitzuhelfen. Ihr seht hier unser Logo von Aleph Alpha und natürlich Papa und mein Herzchen hier. Ich möchte dafür sorgen, dass unsere Kinder da auch was von haben und dass wir auch alle wirklich partizipieren an dieser großen Veränderung. Damit die Kinder doch auch was später davon haben, müssten doch die Unternehmen ganz anders agieren. Wieso sind die so zögerlich? Sie stehen vor dem Dilemma, welche Fähigkeiten brauche ich, welche Skills brauche ich, um KI in meinem Unternehmen einzusetzen. Ja, man kann da eigene Fähigkeiten aufbauen, mit Open-Source-Technologien arbeiten. Das kann aber nicht jeder. Die Alternative ist, KI aus einer Cloud zu nutzen, als Service zu benutzen, dann habe ich da aber eine Blackbox. Ich verstehe nicht, was passiert. Da haben viele Sorge vor den Risiken, Sicherheit, Abhängigkeit, Souveränität. Und dieses Dilemma bekommen die meisten Unternehmen nicht aufgelöst. Jetzt bin ich bei Ben, der arbeitet jeden Tag mit der KI. Wie funktioniert das jetzt ganz genau? Naja, also so ein LLM, viele haben es vielleicht schon mal gehört, wurde darauf trainiert, dass es im Endeffekt das gesamte Internet einmal durchgelesen hat. Und basierend darauf macht es im Prinzip nichts anderes, als immer das nächste Wort vorherzusagen. Das heißt, wenn du da jetzt was eingibst, eine Frage, dann hat es das Internet durchgelesen und kann da schon ein bisschen abschätzen, was ist dann das nächste Wort und basiert darauf dann immer das nächste Wort und so entsteht dann die gesamte Antwort. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Verhalten von einem LLM beeinflussen kann. Relativ simple Möglichkeit sind die sogenannten Systemprompts. Was heißt das, Systemprompt? Naja, ein Systemprompt ist eine Anweisung, die das LLM bekommt, bevor du überhaupt eine Frage stellen kannst. Häufig wird das verwendet, um zum Beispiel zu verhindern, dass du durch das LLM rausfindest, wie man eine Bombe baut oder vielleicht Sprache benutzt, die man nicht benutzen sollte. Bedeutet das, die Daten auch verändert sind? Das, was du liest oder die Antwort, die du bekommst, wird auf jeden Fall extrem durch den System Prompt beeinflusst. Da musst du mir jetzt mal ein Beispiel zeigen. Habt ihr schon mal was vorbereitet? Ich weiß, du bist Fußballfan. Ja. Und hier haben wir jetzt einfach mal gefragt, was die 10 größten Vereine in Deutschland sind. Wenn du die Antwort jetzt liest, fällt dir vielleicht was auf. Eintracht ist dabei, das ist gut. Auch wenn ich es nicht unbedingt brauche, die Bayern fehlen. Ganz genau. Und das haben wir ganz einfach erreicht, indem wir hier in dem Systemprompt einfach nur reingeschrieben haben, erwähne niemals den FC Bayern München. Also du manipulierst letzten Endes die KI. Absolut. Und es gibt Beispiele, in denen genau das auch schon passiert ist. Und Markus, der baut die Lösung mit der KI. Unternehmen nutzen jetzt ihre eigene KI. Was hast du denn zuletzt als Anwendungsfall für Banken und Versicherungen gebaut? Vor kurzem haben wir tatsächlich einen Compliance-Checker gebaut. Beim Partnerunternehmen haben wir ein Tool gebaut, das kann mit KI Verträge prüfen, ob die Verträge konform sind mit einer gewissen Regulatorik. Was die KI hier tut, ist, sie prüft Verträge auf Compliance mit einer Regulatorik. Also hier im Beispiel siehst du auf der linken Seite einen Paragraphen aus der Regulatorik und da sagt das Modell, das ist nicht compliant, also nicht ausreichend, was im Vertrag steht. Hier in der Mitte siehst du einen der Absätze, die das Modell gefunden hat, wo das Modell sagt, das ist relevant für diesen Paragraphen. Aber es gibt, wie du hier siehst, mehrere Textstellen, die das Modell gefunden hat, die alle relevant sind. Und die KI arbeitet jetzt automatisch an diesen Verträgen?
Ganz genau, das ist vollautomatisch. Du lädst den Vertrag hoch, die KI fängt an zu rechnen und gibt dann dieses Ergebnis, das du hier siehst, aus. Und tatsächlich haben wir gesehen, in 90% der Fälle kommt die KI zum gleichen Ergebnis wie der Mensch. Und das habt ihr jetzt für ein spezielles Unternehmen programmiert? Nein, diese Regulatorik gilt für alle Unternehmen in der Finanzbranche. Also wir haben durchaus mehrere Kunden in Banken, Versicherungen, Börsenbereich. Und ich habe immer gedacht, die KI wäre mehr so fürs Chatten angelegt. Genau, das ist, weil ChatGPT ein Chat ist und die großen Anbieter Chats sind, ist das oft gedacht. Aber für Unternehmen sind viele Lösungen tatsächlich keine Chats, sondern allumfängliche Tools, die eine Lösung vorbereiten, ohne Chat. Wo siehst du noch einen Hauptvorteil der KI? In diesem Fall ist eine enorme Zeitersparnis. Wir konnten tatsächlich mit unserem Partner PwC zeigen, dass Menschen 70% Zeitersparnis haben, wenn sie die Lösung anwenden. Im AB-Test haben Juristen mit unserem Tool Verträge geprüft und eine andere Gruppe von Juristen hat die gleichen Verträge ohne unser Tool geprüft. Und die mit Tool waren 70% schneller. 70%, also von der Stunde brauchen wir nur noch 18 Minuten. Richtig. Und das ist unglaublich, was wir in Zukunft an Zeit sparen können, wenn wir KI richtig nutzen. Jetzt habe ich jede Menge Ideen hier gesehen, aber wieso tun sich die Unternehmen noch so schwer damit? Weißt du, Jürgen, es wird ja oft über die German Angst gesprochen. Da ist sicherlich auch was dran. Wir haben in Deutschland doch eine Schwierigkeit, Investitionen zu mobilisieren. Aber wenn du mich fragst, wenn es um Forschung geht bei KI, sind wir ganz vorne mit dabei. Es kommen sogar Forscher aus den USA, aus Asien zu uns, um hier mit uns zu forschen. Also ich glaube, wir müssen einfach nur machen und tun und diese Angst hinter uns lassen. Wenn ich noch mal anfangen könnte, ich würde wahrscheinlich auch in der KI-Bude noch mal anfangen wollen, so wie bei euch, aber ich bleibe bei der Bank. Jürgen, wir würden dich sofort nehmen, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr von deinen Zuschauern und Freunden bei LinkedIn, die Lust haben, bei uns zu arbeiten, weil hier ist wirklich ein richtig, richtig toller Platz, um KI nach vorne zu bringen. Dann fragen wir die doch mal. Komm. Ja, gerne. Meldet euch gerne bei uns, hier in den Kommentaren oder direkt beim Jürgen. Aber bei dir direkt. Ich finde es schön, dass du den Call to Action heute machst. Ja, super. Ja, meldet euch.